Hallo Blaster-Fans, hier ist wieder euer Dom von Blaster Parts. Heute will ich euch mal zeigen, was man hier aus einer Hammershot alles machen kann. Wer mehr über eine Hammershot wissen will, der schaut sich das Video da oben an. Da haben wir sie mal mit einem anderen Blaster verglichen. Aber prinzipiell ist es einfach ein 5-Schüsser, der über den Daumen bedient werden kann, also einhändig, was es zu einem sehr beliebten Modell macht. Leistungstechnisch kommen wir bei der Hammershot ungefähr auf die 60 FPS. Das prüfen wir mal kurz nach. Das war jetzt 64, aber da ist trotzdem noch Luft nach oben. Deswegen werden wir es jetzt erstmal auf Leistung tunen. Dann werden wir noch unser Cyberpunk-Mod einbauen und am Ende malen wir sie noch an. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt. So sieht die Schachtel für das Hammershot Tuning Kit aus, wenn sie zu euch kommt. Packen wir den Inhalt einfach mal aus. Enthalten ist eine Tuningfeder, der Metallspanhahn und ein Abzug, ein Beutelchen mit Schmierfett und ein Holzstäbchen zum Verteilen der Schmiere. Zum Öffnen der Shell benötigen wir einen kleinen Schraubenzieher, Phillips Größe 1 am besten, einen Hammer und einen Nagel als Werkzeug. Zuerst müssen wir natürlich den Blaster öffnen, dafür lösen wir nacheinander alle Schrauben. Die Hammershot hat insgesamt 12 Schrauben, die lösen wir jetzt alle nacheinander. Jetzt öffnen wir die Shells des Blasters. Da sieht man direkt die Trommel mit ihrer Aufhängung, den Plunger mit dem Spannhahn, hier die Feder und natürlich den Abzug. Entfernen wir zuerst die Baugruppe aus dem Blaster. Der ganze Aufbau ist hier in einer kompletten Baugruppe zusammengefasst, die kann man einfach herausnehmen. Lösen wir die Schrauben und nehmen den Deckel ab. So können wir Spannhahn und Feder zusammen mit dem Plungerkopf entnehmen. Jetzt wird es Zeit für das Upgrade. Wir ersetzen Plastik durch Metall. Der Plunger und die Federführung sind mit 2 Bolzen am Hahn befestigt. Wir benutzen den Nagel und den Hammer, um diese zu entfernen. Der Metallhahn ist hier super als Unterlage geeignet. Das wiederholen wir jetzt auch für den zweiten Bolzen. Jetzt können wir den Metallspanhahn einsetzen. Beide Stege wieder zurück an ihren Platz und mit dem Hammer den Bolzen wieder eintreiben. Natürlich müssen beide Teile wieder an ihre vorgesehene Stelle, darauf achten, dass man wirklich die richtige Seite erwischt hat. So sieht die Baugruppe mit dem neuen Spannhahn aus. Jetzt widmen wir uns dem Abzug. Der kleine Metallstift muss erstmal zurück an seinen ursprünglichen Ort. Danach diese kleine Spannfeder einfädeln. Hier muss die Feder jetzt richtig herum sein, damit alles funktioniert. Etwas Feingefühl ist beim Einsetzen der Feder durchaus von Vorteil. Um die Lebensdauer des Sets zu erhöhen, schmieren wir jetzt alles ordentlich mit Fett ein. Vor allem wichtig sind die sich berührenden Kanten der Metallteile. Ist alles ordentlich eingeschmiert, können wir hier die Kappe wieder draufsetzen und die 3 Schrauben anziehen. Jetzt wird es Zeit, die Feder zu tauschen. Die Feder können wir einfach mit etwas Kraft hier in die Halterung pressen. Super, es funktioniert! Um die Baugruppe wieder in der Shell zu montieren, müssen wir zuerst die Aufnahme der Trommel entfernen. Dann alles schön an seinen alten Platz drücken. Den kleinen Aufhängungsnupsi in die Trommel stecken und beides zusammen an den alten Ort setzen. Die Trommel vorne in die Shell einhängen und jetzt können wir den Blaster schließen.
Alle Schrauben wieder festziehen. Und schon ist das Gunmetal Kit verbaut. Das Tuning haben wir abgeschlossen. Gunmetal Kit ist verbaut. Das sind die 3 Teile, die wir ausgetauscht haben. Gucken wir mal, was das Ganze gebracht hat. 76, 71, 72, 69, 73 und das war auch schon der letzte Schuss. Also wir sind jetzt gute 10 FPS höher. Hat sich schon mal gelohnt, würde ich sagen. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr mehr von diesem Content sehen wollt, subscribe den Kanal, betätigt die Glocke und gebt mir ein Like. Unser Heavy Nightscope Kit kommt dann in so einer Schachtel zu euch. Da drin enthalten ist alles, was man so braucht, um das Set einzubauen. Hier sind Schrauben mit dem kleinen Scope. Hier ist die neue Front mit dem großen Scope. Wie ihr sehen könnt, ist hier nachtleuchtendes Filament dabei verbaut. Es ist eine Trommel dabei, die 8 Darts fasst, schon vormontiert mit dem Rotor. Und die beiden Seitenflächen. Um das Nightscope Kit zu verbauen, müssen wir den Blaster natürlich noch einmal aufmachen. Erst einmal die komplette Baugruppe inklusive der Trommel entfernen. Das Plättchen mit der Visierung oben am Lauf muss auch erst raus. Jetzt die Shell wieder schließen. Dafür setzen wir einfach 2 Schrauben hier vorne in den Lauf. Die Aufhängung der Trommel mit einer feinen Säge oder Trennscheibe, wie hier gezeigt, absägen. Dabei entsteht ein Grat, den können wir einfach abpulen oder noch besser mit etwas Schleifpapier entfernen. Danach öffnen wir den Blaster wieder. Nun ist es Zeit, die Baugruppe mit der Trommel einzusetzen. Die neue kantige Front wird hier auf die Trommel gesetzt und alles zusammen an Ort und Stelle eingedrückt. Kurz testen, ob die Trommel sich dreht. Dann schnell den Blaster wieder verschließen. Die Sichtblenden werden jetzt einfach an den Blaster geschraubt. Dazu ist etwas Kraft nötig oder ein Akkuschrauber. Zu guter Letzt noch das kleine Scope auf die hintere Rails schieben. Und fertig ist die Hammershot im neuen Cyberpunk-Look. Wir haben 8 Stars anstatt 5 und wir haben einen coolen Look. Was wir jetzt beachten müssen, ist, dass man die Hammershot jetzt ein bisschen anders lädt. Und zwar nimmt man sich die Trommel und steckt die Darts einmal von oben rein. Da muss man bei beachten, dass die Darts wirklich bis ganz an den Anschlag kommen. Sonst kann es passieren, dass sich unsere Trommel verkantet und nicht weiter dreht. Also, bis zum nächsten Mal.